Dies ist der neue Rahan-Duft. Yes, Pacific Aloha. Wow, was für ein Hype wurde um diesen Duft kreiert oder gemacht. Und ich möchte Ihnen heute mal vorstellen, ob sich dieser Hype, da sind ja, glaube ich, einige Creator nach oder auf die Malediven eingeladen worden. Ich leider nicht. Und ja, haben diesen Duft vorgestellt. Aber ich werde euch erzählen, warum Aloha im Endeffekt zu den Malediven, ja, von Name her schon nicht passt, sondern man hätte das woanders machen können. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. Unten ist dieser Duft verlinkt. Da könnt ihr meinen Gutscheincode noch benutzen. Dann bekommt ihr ihn natürlich günstiger. Und was ist das für ein Duft? Ein guter Sprüherduft auf jeden Fall. Ja, also Pacific Aloha. Es ist ein Name, der wirklich, ja, sagen wir mal, was den Inhalt jedenfalls angeht. Ich weiß nicht, ob der Fokus, letztens hat das, weiß aber nicht, ob der Fokus das macht, nervt mich ein bisschen. Ja, egal. Passt auf jeden Fall, was den Namen angeht. Also ihr seid wirklich in Urlaub. Natürlich, ich habe ja gerade eben angeteasert, natürlich kann man das auf den Malediven tragen oder es passt zum, ne? Es passt vielleicht auch nach Bora Bora, aber Pacific Aloha, vor allen Dingen Aloha, ich habe einfach mehr, also ich sehe mich da eher auf Hawaii. Und so würde ich den Duft auch ansiedeln. Es ist auch völlig scheißegal, ob auf Hawaii, Malediven, Bora Bora oder vielleicht in Hamburg City. Nein, es ist ein schöner, sage ich mal, warmer Sommerduft, der wirklich über eine schöne Melone kommt. Melone, da freut der Mann sich auf jeden Fall. Ja, wirklich, ist wirklich so. Und einer schönen Blutorange. Allerdings, die Blutorange ist nicht säuerlich oder so richtig spritzig, kalt, kühl. Nein, dieser Duft fängt gleich warm an. Es ist ein sehr warmer Blutorange-Melonenduft, der wirklich toll rüberkommt. Dann gesellt sich noch mal eine Wassermelone hinzu, was ihn dann vielleicht ansatzweise sommerlich oder mehr sommerlich macht, aber auch wärmer wieder. Und die Kokosnuss. Yes, die Kokosnuss. Die darf natürlich nicht fehlen bei einem Duft, der wirklich sommerlich von Flakon her auch schon ausschaut. Ne? Also wir haben dieses typische, ich weiß jetzt nicht, ob der Fokus das hier nimmt, ein schöner Flakon mit Magnetverschluss. Was wollt ihr mehr? Ich feiere so und so diese Sommerreihe. Das ist wirklich genial. Richtig schön. Dann habt ihr was Holziges, natürlich, klar, Amberholz. Amberholz müsste das, glaube ich, sein. Und Kakao kommt noch hinzu. Ich finde, ja, im Hintergrund minimal, aber er ist dadurch dieses süßliche, aber es ist kein Kakaoduft. Ihr merkt, wie gesagt, es ist Melone auf jeden Fall. Wassermelone, Melone könnt ihr euch aussuchen. Leicht holzig, sehr frisch, warm, süßlich und ja, durch die Kokosnuss eher. Und dann kommen maritime Noten noch hinzu. Also das ist wirklich Sommer im Flakon. Aber wie gesagt, Hawaii hätte ich zum Beispiel wenn du da eingeladen wärst, macht es doch auf Hawaii. Und das hätte eher gepasst wegen den Namen schon. Ich verbinde Aloha immer mit Hawaii. Und wer schon mal auf Hawaii war, kennt das. Das macht man nicht wirklich auf den Malediven. Nichts gegen die Malediven. Sehr, sehr schön. Aber Hawaii passt noch besser. Und auch Bora Bora ist sehr, sehr schön. Ja, aber das passt einfach besser dazu. Im Endeffekt ist es aber trotzdem Pazifik, ein Sommer oder ein schöner sommerlicher Duft, der auf jeden Fall in diese Gegenden oder wo es sehr warm ist, obwohl Hamburg aktuell ja über 30 Grad hat, schon seit paar Tagen, passt es einfach, diesen Duft zu tragen. Ihr müsst nur gucken und aufpassen. Für manche macht das vielleicht um und ein Rum vielleicht doch zu süß sein. Er ist aber, da ist nichts, das ist keine penetrante Süße, es ist keine synthetische, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Sommerduft, der sich, ja, die Melone am Anfang aber auch, ne, der sich wirklich sehr, sehr gut in die Reihe der ganzen Sommerdüfte von Rahan, Wayhan, wie auch immer, einsortiert. Ja, und ich finde einfach diese Flakons geil. Ich hoffe, eigentlich bin ich ja immer so einer, der sagt, es reicht. Ich habe ja schon einige Sommerdüfte von denen. Also, aber ich denke mir immer, irgendwann muss gut sein.
Ne? Aber hier sage ich, nein, bringt gerne noch ein bisschen mehr frische Düfte raus und so weiter. Wenn ihr mich jetzt wieder fragt, in welche Richtung geht der Duft, ich habe da jetzt keinen vor Augen bei den Duft wirklich. Müsste lügen hier. Ich habe auch nicht nachgeschaut, wen der Duft ähnelt. Habe ich nicht gemacht. Ist mir auch egal. Darum geht's nicht. Ist schon so, dass Rahan auch ein bisschen Abweichungen manchmal hat, aber eben sehr, sehr krank dicht am meinetwegen großen Bruder ist. Aber ich weiß nicht, ob der hier einen großen Bruder hat. Wenn er einen hat, schreibt gerne in die Kommentare. Vielleicht bin ich auch gerade so lost, dass ich den gerade überhaupt nicht vor Augen habe. Weil ich dann doch noch irritiert bin von den Aloha. Ja, ich würde mal sagen. So, Haltbarkeit, Siraj. Ja, der ist gut. Also dafür auch, das kommt auch wieder dazu, ich würde ihn einsortieren zwischen 7 und 9 Stunden tatsächlich. Ja. Das würde ich machen. 7, 9 Stunden, das ist gut. Wer was anderes sagt oder wer diese Düfte, sage ich mal, versucht schlecht zu machen und meint, dass dass da nur Schrott drin ist, das sage ich nicht wegen Werbung und so. Es gibt ja immer so Spezies, die meinen, dass, ja, okay, dann lassen wir einfach mal so stehen. Und dementsprechend, nervt euch das? Es kann einen auf den Sack geben, wenn man es jetzt immer macht. Das macht ihr natürlich nicht, aber ich zeige euch nur, geil, Magnetverschluss. Das ist geil für den Preis. Und wenn ihr mir einen Gutscheincode, wie gesagt, benutzt, kriegt ihr ihn noch günstig. Allerdings auch auf alles diesen Code von mir unten in meiner Videobeschreibung. Ja, auf jeden Fall gute Haltbarkeit, aber die Haltbarkeit, wie gesagt, ist bei jedem anders. Kann auch sein, dass das bei manchen nur 5 Stunden, 4 Stunden ist und bei manchen eben 12 Stunden. Das ist wirklich so, deswegen labere ich eigentlich ungern nur noch über die Haltbarkeit und sage das hier, aber im Schnitt ist es 7, 8, 9 Stunden tatsächlich. Ja, und Siraj, er wird wahrgenommen, vor allen Dingen, weil es ja warm sein soll und wirklich warm sein soll, weil Aloha, wegen Hawaii, Malediven, Bora Bora, da reden wir über 30 Grad. So. Und dann passt die. Er ist sehr sinnlich, er ist sehr auch bisschen, vielleicht, also es ist ein Unisex-Duft, das ist perfekt, das kann man als Mann tragen, wirklich. Aber es kommt hinzu, er ist trotzdem manchmal ein bisschen feminin, aber das stört in dem Fall nicht, wirklich nicht. Und das kann man so machen. Ich finde ihn gut, aber wie gesagt, ich finde die Reihe wirklich genial. Ob das jetzt Pacific, Aura, Jungle Vibe, Tropical Vibe und wie sie Ocean Wash und wie sie alle heißen. Geil. Sehr geile Reihe. Ja, und der ist für beiden richtig gut. Also wenn ihr einen schönen Sommerduft haben wollt, wenn ihr euch, wenn es hier zwar warm ist, aber ihr sagt, ach scheiße, ich hätte es ja gern wäre ich noch auf Hawaii oder woanders, dann sprüht euch den auf und ihr kriegt dieses Feeling auf jeden Fall. So, dann bin ich raus. Schreibt mal runter, kennt ihr den Duft? Macht einen Daumen nach oben, like dieses Video, falls ihr das immer noch, bis jetzt noch nicht gemacht habt. Und natürlich folgt mir, falls ihr mir immer noch nicht folgt. Muss man ja mal kurz so runtersappeln, ne? Und dementsprechend würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus. Und an meine Mitglieder. Und bis zum nächsten Mal.